911. 3 Ziffern, die die Herzen von Sportwagenbegeisterten allen Alters und Geschlechts höher schlagen lassen. Es ist der Vorzeigesportwagen aus Deutschland. Kompakt, ikonisch und vor allem wertstabil. Und das, obwohl er mit über 1,3 Millionen Einheiten einer der meistgebauten Sportwagen aller Zeiten ist. In Utting am Ammersee, unscheinbar versteckt unter einem Supermarkt, befindet sich ein ganz besonderer Showroom für alle Fans der Sportwagenmarke aus Stuttgart. Auf den ersten Blick eine wilde Ansammlung von Porsche-Modellen. Doch abgesehen davon, dass jeder 911er ohnehin ikonisch ist, hat jeder einzelne hier bei Motorlegenden ausgestellte Wagen besondere Ausstattungsmerkmale, spannende Hintergrundgeschichten und Vorbesitzer, wenig Kilometer oder es handelt sich um limitierte Sondermodelle. Wir blicken heute hinter die Kulissen dieses etwas versteckten Showrooms, zeigen, warum er ganz anders ist als typische Luxusautohändler und verraten den einen oder anderen Tipp, worauf man beim Porsche-Klassikerkauf achten sollte. Und er hat Motorlegenden ins Leben gerufen, Michael Schnabel. Zwar ist er nicht auf den 911er als Modell festgelegt, aber ein Blick durch den Showroom zeigt, dass der Heckmotorsportwagen eine ganz zentrale Rolle spielt. Traumwagen kaufen, besitzen, zwischendurch mal fahren und nach einer Zeit wieder verkaufen. Mit den Motorlegenden hat sich Michael Schnabel sein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist meine Lieblingsteststrecke hier. Wenig Verkehr, schöne Kurven, lang zu fahren. Immer hinter uns die Seen, vor uns die Berge oder umgekehrt. Heute gönnt er einem 911 2.7 Carrera der G-Modellserie einen Ausritt. Ein Auto, das er einem Anwalt aus Süddeutschland abgekauft hat. Ja, bei mir hat das ja auch sehr früh angefangen. Also ich habe mit Anfang 20 meinen ersten 911er besessen. Tatsächlich hatte ich damals genau 6.000 Mark. Und für 6.000 Mark konnte man damals natürlich nicht viel erwarten. Und dennoch habe ich, was ich ja nie wieder danach gemacht habe, habe ich mir einen Wagen über eBay ersteigert aus Amerika. Und da kam wirklich ein Auto für 6.000 Mark. Es war ein früher 911er kurzer Radstand. Und der sah von Weitem, von 5 Meter entfernt, sah richtig gut aus. Der fuhr auch. Aber bei genauerem Hinsehen war der natürlich unten drunter komplett verrostet. Und so typisch in Amerika, ja, ist doch ein gutes Auto. Es fährt und es sieht von 5 Meter Entfernung auch noch ganz gut aus. Zusammen mit einem Bekannten, der bei VW als Mechaniker arbeitet, restauriert Michael Schnabel den 11er und macht eine spannende Erkenntnis ein paar Jahre später beim Wiederverkauf. Ich bin ja tendenziell eher der Fahrer gewesen, der noch was Neues haben wollte. Und dann ist mir immer wieder erstaunlicherweise aufgefallen, dass ich das Auto, was ich da vor einigen Jahren dann meistens gekauft habe, nie für weniger verkauft habe. Und das ist mir bewusst geworden, das ist ja echt ein spannendes Hobby. Du hast Spaß mit etwas, fährst. Natürlich sind da gewisse Instandhaltungskosten normal. Aber der Wert bleibt gleich oder ist sogar teilweise höher. Knappe 30 Jahre nach dem ersten 11er ist nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität an Fahrzeugen in seiner Garage gestiegen. Der 2.7 Carrera ist ein wahres Sammlerstück. Im Heck werkelt ein hochdrehender Rennmotor aus dem legendären 2.7 RS. Ein 911er, der heute bis zu 1 Million Euro einbringt, je nach Zustand. Daneben ist der Nachfolger, das G-Modell als 2.7 Carrera mit 200.000 bis 300.000 Euro ein richtiger Geheimtipp. Und glaube ich auch noch für viele so dieses, es ist kein Turbo. Also es ist nicht der breite Turbo, der mit einem großen Flügel daherkommt, sondern es ist eigentlich immer noch, wenn man das Carrera nicht richtig deutet, steht dann 2,7, er ist ein bisschen breiter, für viele im ersten Schritt gar nicht erkennbar. Und diese Kombination macht dieses Modell eigentlich aus. Understatement und Nostalgie, vielleicht ja genau die richtige Mischung für ihn.
Jörg Schiefelbein, Unternehmer, langjähriger Kunde und Freund von Michael Schnabel. Michael, grüß dich. Jörg, servus. Schön mal wieder hier zu sein. Ja, Hallo. Schön, cool, dass du da bist. Grüß Wie geht's? dich. Ja, sehr gut. Ja? Sehr gut, ja. Ja, ist ja richtig volle Bude hier. Ja. Schön. Einige Neuzugänge, sowohl also im klassischen Bereich, aber eben auch ein paar modernere. Ja. Das heißt, da können wir uns wirklich mal das ein oder andere Fahrzeug ansehen, mal gucken, ob was dabei ist. Ja, schön. Ja. Ja, dann Starten wir mal, starten oder? wir mal. Ja? Zeig mir mal, was Ja, du Neues drin hast. Für Porsche-Fan Jörg ist der Besuch bei Motorlegenden weniger ein knallhartes Verkaufsgespräch, als vielmehr eine Inspiration. Und der 2.7er, wie war das? Die Marke Porsche, die interessiert mich eigentlich schon von Kindestagen an. Ich hatte schon immer Poster an der Wand hängen, schon als 10-Jähriger. Und meinen ersten habe ich mit 30 gekauft. Und seitdem habe ich immer wieder welche gekauft, gefahren, wieder verkauft. Und im Moment ist die Garage leer. Und jetzt im Moment möchte ich eigentlich wieder so ein bisschen back to the roots gehen. Wieder was ganz Altes, was Luftgekühltes, was Emotionen weckt, wo man nach dem Fahren dann aussteigt und leicht nach Abgasen, nach Benzin riecht. Erster Kandidat ist ein 1967er 911S in Polorot, umgebaut als Rallye-Fahrzeug. Und das ist eine schöne Geschichte. Also es ist wirklich einer von den 3 Wettbewerbsfahrzeugen oder Testfahrzeugen der damaligen Rennfahrer. Man macht einfach schöne Details. Finde ich ein ganz großartiges Auto, genauso wie er da steht, mit Beulen, mit Kratzern, mit Rennsportkontakten. Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist ein Auto, was bei mir absolut Emotionen auslöst. Finde ich ein ganz tolles Fahrzeug. 1967 und hier ist wahrscheinlich schon erkannt, oder? Speedster. Ja, genau. Ja. Da scheiden sich ja die Geister. Ja. Die einen lieben ihn und die anderen verstehen ihn nicht. Sehr gut. Ja, das ist eine spannende Entstehungsgeschichte. Der Speedster wurde damals für die USA gebaut, noch beim 356er. Und zwar hat Porsche dadurch überhaupt die Möglichkeit gehabt, in den Markt zu gehen. Da gab es einen berühmten Importeur, der hieß Hoffman. Und der hat gesagt, wenn ihr in den Markt wollt, müsst ihr einen bestimmten Preis erreichen. Dann hat sich Porsche gedacht, wie schaffen wir das denn? Sagt ja, dann lasst da einfach so viel weg, dass der Preis erreicht wird. Als Budget-Sportwagen für den amerikanischen Markt gestartet, ist der Speedster zu einer festen Größe in jeder Baureihe geworden. Ein gefragtes Modell in geringer Stückzahl. Michael hat gerade sogar 3 Stück auf Lager. Schwarz, Silber und Rot. Alle aus der Baureihe 39. Den Jörg kenne ich eben schon seit 7, 8 Jahren und uns verbindet die gleiche Leidenschaft, nämlich das Thema Porsche. Er ist aber selbst auch ein Unternehmer. Das heißt also, unser Austausch geht oft darüber hinaus. Und ich habe für ihn damals ein F-Modell Targa verkauft, weil er auch gemerkt hat, das Fahrzeug bewegt er nicht mehr. Aber wie es oft so ist, dann ist die Garage leer, dann soll was Neues wiederkommen. Und ich denke mal, dass er heute sich etwas Klassischeres vielleicht sogar überlegt, denn er hat ein moderneres Modell aktuell und es könnte für ihn eine gute Ergänzung sein. Und das würde ich ihm dann zeigen, vielleicht auch nochmal eine Probefahrt machen oder zumindest mal einen Soundcheck. Der Porsche 911 begeistert schon seit Generationen. 1963 feiert er sein Debüt. Für das Urmodell werden heute Preise zwischen 100.000 und 200.000 Euro aufgerufen, je nach Zustand. Nachfolger war das G-Modell ab 1973 mit massiverer Front- und Heckstoßstange, die einen Aufprall von mindestens 8 km/h komplett abfangen können. Zu der G-Serie gehört auch der Carrera 2.7, mit dem wir eben schon unterwegs waren. Das Auto mit MFI-Motor, also Direkteinspritzer, könnte auch ein heißer Kandidat für Porsche-Fan Jörg sein. Der ist sehr speziell, kann man eigentlich auch als Sondermodell sehen, ist der Nachfolger von dem 2,7 RS. Ja. Der ist so speziell. Sehr schön, ja. Und ganz interessant, weil dieses Thema Carrera, das ja seit dem G-Modell eigentlich jede Heckklappe ziert, war hier wirklich der erste Carrera nach dem RS mit dem Entenbürzel. Ja, das ist der mit den 209 PS, ne? Genau, mit der mechanischen Einspritzung. Und ist einfach ein
ein Rennmotor mit Renngenen unter einem sehr, sehr zivilen Kleid. Könnte ich mir also für dich auch vorstellen. Bisschen breit, gell? Ja. Aber noch nicht so breit, wie sie später sind. Ja, genau. Das ist das erste G-Modell aus der ersten frühen Serie, bei dem eben auch die Kotflügel verbreitert wurden. Danach, wie es so üblich war, wurde die Karosserie dann fortgesetzt. Ja, auch wie so ein Sonntagsanzug, gell? Die Sitze. Ja. Also ein italienischer Maßanzug. Tweed-Innenraum. Restauriert, nicht überrestauriert. Neues Magnesiumgehäuse von Porsche. Also ist von 76, fährt sich tatsächlich auch sehr authentisch wie damals. Kann man hinten mal aufmachen? Klar. Ja, der Motorraum ist halt immer auch ein Kunstwerk für sich schon, gell? Dem Antriebskonzept des Sechszylinder-Boxermotors blieb Porsche beim 911er immer treu. So auch in der Nachfolgegeneration 964. Aber abgesehen vom Motor und der groben Form mit runden Frontleuchten und der lang nach hinten fallenden Dachlinie blieb kaum ein Stein auf dem anderen. 80% der Teile im 964 wurden neu entwickelt. Von Mitte der 70er an bis in die 90er versuchte sich Porsche an einem Parallelprogramm zum 911er. Die sogenannten Transaxle-Modelle mit Motor vorne, Getriebe und Antrieb hinten. Die Idee war es, auch ein günstigeres Sportcoupé neben dem ikonischen 11er anzubieten, und trotzdem gelten die 4 Baureihen 924, 928, 944 und 968 als technologisch fortschrittliche Wegweiser für die Sportwagenszene. Zusammen wurden weit über 300.000 Autos gebaut. Nachdem die Transaxle-Modelle ihren Werttiefpunkt bereits hinter sich haben, sind sie aktuell wieder im Aufschwung und versprechen sogar Wertzuwachs. Ganz besonders limitierte Modelle wie dieser 924 Carrera GT, einer von nur 400 Fahrzeugen, noch für unter 100.000 € zu bekommen. Aber zurück zu den 911er-Generationen. Der 993 aus den 90er Jahren gilt als ausgereiftere Variante des Vorgängers 964. Sie ist die letzte Generation mit luftgekühltem Motor und daher bei Puristen noch sehr beliebt. Einen 993 als Carrera 4S hat Michael Schnabel auch derzeit im Bestand, wobei die 4 für den Antrieb über alle 4 Räder steht und das S für eine leicht verschärfte Variante mit mehr Leistung und einer verbreiterten Karosserie. Doch so einer war bereits einmal in Jörgs Garage, daher dürfte der heute rausfallen. Luftgekühlt ist auch ein Kult auf der einen Seite. Ist so ein bisschen diese gute alte Zeit, die man sich auch ein Stück weit dadurch wieder als wünscht. Ist aber auch einfach eine sehr solide Technik. Diese Technik wurde immer weiterentwickelt. Also Porsche ist immer bei dem Sechszylinder luftgekühlten geblieben bis 1998. Natürlich teilweise entweder als Sauger oder eben als Turbo. Und die Stückzahlen der damaligen Zeit sind sehr, sehr gering gewesen. Porsche hat ja damals wirklich auch finanzielle Probleme gehabt, weil man eben nicht auf eine Serienproduktion, also man hätte vielleicht mehr produziert, hat aber vor allem darauf geachtet, beim 993 sieht man es zum Beispiel besonders auch als letztes luftgekühltes Modell, in was für einer Qualität und Ausführung diese Fahrzeuge auch gemacht wurden, auch welche Haltbarkeit die auch haben, heute noch. Und das spricht einfach für ein luftgekühltes Fahrzeug, es spricht die Preisentwicklung dafür, aber auch der Fahrspaß. Und das ist ja eine tolle Kombination, Zuverlässigkeit, Fahrspaß, Preisentwicklung im besten Falle noch. Und das macht eigentlich das Thema luftgekühlt aus. Darüber hat sich eine ganze weltweite Community auch gegründet. Ins 21. Jahrhundert startet Porsche mit dem 996. Die Generation, die vermutlich am meisten Kritik einstecken musste. Vor allem für die Spiegeleilichter, die Porsche im Facelift überarbeitet hat. (2004) wird der 997 eingeführt. Eine Antwort auf die Rückmeldung der Kunden. Er geht wieder back to the roots mit klassischen Formen und vor allem runden Scheinwerfern.
Bis dato ist es die erfolgreichste Baureihe mit über 215.000 Exemplaren. Also allgemein ist der 911er eines der Modelle, und zwar über alle Modellreihen, die wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugmarken und Modellen die höchste preisliche Stabilität haben. Auch das sieht man im Vergleich von Neufahrzeugen zu Gebrauchtfahrzeugen, zu jungen Gebrauchten. Das hat sich natürlich jetzt, nach Corona war die Preisstabilität extrem hoch. Da wurden Gebrauchtfahrzeuge fast gehandelt wie Neufahrzeuge. Aber Achtung! Preisgarantie oder gar eine Preissteigerung sollte man nur erwarten, wenn das Fahrzeug regelmäßig gewartet wurde, in einem guten Zustand ist und im Bestfall auch wenig Kilometer auf der Uhr hat. Nach diesen und noch mehr Kriterien stellt auch Michael Schnabel seinen Showroom immer wieder neu zusammen. Der Kunde muss sich bei Motorlegenden keine Sorgen machen, ein Montagsauto zu erwischen. Alle Autos wurden nach höchsten Standards auserlesen. Wie zum Beispiel dieser 997 Turbo S in der Individualfarbe Eisblau Metallic. Ein originales Messefahrzeug, das 2009 auf der IAA vorgestellt wurde. Oder dieser 997 GT3 RS mit gerade einmal 3.774 Kilometern. Und davon kein einziger auf der Rennstrecke, äußerst selten für einen GT3 RS. Vielleicht darf es auch eine Generation neuer sein? Der 991 GT3 RS in der Sonderfarbe Mintgrün ist vielleicht sogar der einzige weltweit. Jörg scheint interessiert. Magst du mal reinsetzen? 1235 Kilometer. Toll, würde ich gerne mal fahren, würde ich vielleicht auch mal gerne auf der Rennstrecke bewegen, aber so wäre jetzt nichts, was ich unbedingt besitzen müsste. Ich kann das aber verstehen, dass das für manche Leute eine ganz große Faszination auslöst. Dann wird es wohl auch nicht die jüngste Generation des 911er werden, der 992. Auch hier hat Michael Schnabel einen limitierten ST mit Werkskilometern im Showroom stehen. Der wahrscheinlich puristischste 11er der 992-Generation, mit dem Motor aus dem GT3 RS und Handschaltung, limitiert auf 1963 Stück. Aber Jörg hat schon einen Favoriten im Kopf. Was sagst du? Alles super schöne Autos, aber der 2.7er, das ist tatsächlich der mein Herz am höchsten schlagen lässt. Ja. Können wir den vielleicht mal anlassen? Na klar, na klar. Ja, super. Auf jeden Fall. Also hier ist man so, man trifft sich eigentlich so unter Fans, unter Aficionados, und das ist einfach der Unterschied. Ja, es ist eigentlich ein Gespräch, wo sofort die Emotionen hochgehen und wo es um eine Leidenschaft geht. Der sonore Motorensound eines Sechszylinder-Boxers ist das beste Verkaufsargument eines alten 911ers. Michael muss seinen Kunden nichts aufschwätzen. Die Fahrzeuge sprechen für sich. Eigentlich derjenige, der begleitet, der ihm auch das gute Gefühl gibt, dass das, was er dort kauft und was ja letztendlich auch eine Investition sein wird, auch zu ihm passt. Das heißt also, er den auch wirklich nutzen wird. Er vielleicht auch kein Geld daran verliert im besten Falle. Auch vielleicht zu wissen, wo vielleicht die Schwachstellen liegen oder ob man im Auto noch was, ob es vielleicht für die Zukunft etwas gibt, was man beachten muss. Und deswegen haben wir uns die verschiedenen Fahrzeugmodelle angesehen. Ich habe gemerkt, dass er eben niemand ist, zum Beispiel, der was Neueres haben will, sondern eher auf die klassischen Fahrzeuge geht. Wir sind da sehr lange bei einem 2,7 Carrera mit dem 209 PS MFI-Motor stehen geblieben. Ich habe das Gefühl, dass ihm das Auto sehr zusagt. Es ist einfach schlicht auf der einen Seite, klassisch, aber doch eben sehr, sehr sportlich. Dazu eben in einem ausgesprochen guten Zustand. Es könnte also sein, dass das richtige Auto für ihn ist.
Bei einem gemütlichen Espresso und entspannten Benzingesprächen klingt die Inspirationstour aus. Die Entscheidung soll eine Probefahrt bringen. Aber ob Jörg den 911 Carrera je wieder zurückgebracht hat oder ihn gleich in seiner Garage geparkt hat, ist nicht übermittelt.